For English subtitles, press the subtitles button. Ja, Mann. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute, ein Tier, das ich euch schon mal gezeigt habe, allerdings war es da deutlich kleiner. Leucistische afrikanische Hausschlange, Boedon fuliginosus, würde ich mal sagen, beziehungsweise bei den Boedon-Arten, da geht es auch ein wenig durcheinander, was die Bestimmung betrifft. Aber das Ganze als Leucist, meines Wissens, bin ich der einzige Terrarianer, der da Leucisten besitzt. Das Tolle ist, die kriegen dann auch noch so schwarze Flecken, der hier sogar so herzchenförmig, ne? Ist das nicht hübsch? Die sind jetzt subadult, also ich hoffe, dass ich sie in der nächsten Saison spätestens züchten kann. Echt schöne Tiere, also Hausschlangen generell gefallen mir echt gut und das Ganze noch in weiß mit schwarzen oder pechschwarzen Augen. Also glaube ich, tolles Terrarientier auch für die Zukunft. Ja, freue ich mich drauf, wenn ich die nächstes Jahr züchten kann und deswegen heute zum Zeigen für euch als Intro-Tierchen. Wir haben wieder zu einem Frag Stefan aufgerufen. Thema war Business. Gerade haben wir schon drüber geredet. Ich habe hier zum Flo gesagt, der die Aufrufe als schreibt. Na, du hast ja ein wenig langweilig formuliert, einfach nur Business. Also man hätte es ja ein wenig so, ja, ihr dürft alles fragen oder die geheimsten Business-Fragen oder Geheimnis meines Business oder irgendwie sowas. Von dem her kamen diesmal gar nicht so viele Fragen, wie wir es zum Teil gewohnt sind bei den Aufrufen. Aber das macht gar nichts, weil ein paar gute Fragen kommen. Und ich denke, oder die versuche ich offen und ehrlich zu beantworten. Yusab Pfeiffer fragt, macht es aus deiner Sicht Sinn, ins Reptiliengeschäft einzusteigen oder ist der Markt zu sehr überfüllt? Ich mag es als nicht, wenn man mit dem Gedanken hingeht, oh, soll ich das Business anfangen, lohnt sich das, kann ich das machen? Also als ich damals mit Reptilien angefangen habe, habe ich mich das nicht einmal gefragt, lohnt sich das nicht, sondern ich wollte es einfach machen und habe gesagt, nee, das mache ich, das finde ich interessant. Klar, Faszination für Reptilien natürlich und habe mir nicht einmal so viel Gedanken gemacht, ob es sich lohnt oder nicht, ne? Wirklich ganz ehrlich. Was ich damit sagen will, wenn ihr das machen wollt, wenn ihr mit Reptilien anfangen wollt, denke ich, ist jeder Zeitpunkt in Ordnung, ob jetzt oder vor 10 Jahren oder in 10 Jahren. Ich glaube, der wichtige Punkt ist, wie gut man es macht. Ne? Ihr müsst das Business einfach gut machen, ob ihr dann Reptilien handelt oder Krawatten oder Shishas oder was kann man, was ist gerade völlig in oder irgendwelche Handys verkauft oder weiß der Herrgott was. Ihr müsst es gut machen, diszipliniert machen, fleißig machen, damit rechnen, dass das nicht von heute auf morgen abgeht wie sonst noch was, sondern die ersten Jahre eine ganz schöne Durchstrecke ist. Und dann denke ich, egal ob Reptilienbusiness oder ein anderes, wenn ihr das verfolgt mit all diesen Tugenden, die ich gerade gesagt habe, dann wird es sowas. Notnah fragt, mit was, in Klammer Technik, Zubehör, Futter, Nachzuchten, verdienst du am meisten? Auch eine gute Frage, die ich mir ab und zu selber stelle. Das Gute ist in meinem Geschäft, dass ich ja wegen so einigermaßen breit, also ich bin einerseits schmal aufgestellt, weil Reptilien, da sagen Leute, na, wieso fängst du nicht mit Aquaristik an oder andere Heimtiere oder so? Dann sage ich, nee, will ich nicht, ich will mich spezialisieren oder spezialisiert bleiben auf Reptilien. Andererseits in dem Segment bin ich ja relativ breit aufgestellt. Ne? Wir verkaufen die Tiere, wir züchten selber, wir verkaufen viel Zubehör und in allen Bereichen ist mal ein wenig ein Auf und Ab. Ne? Wenn man irgendwas Tolles, Spannendes züchtet, dann läuft es mal super. Dann kann es mal sein, eben vor allem Königspython züchten wir, dann gibt es mal Jahre, da hat es einfach viele Königspythons. Da ist das nicht ganz so das tolle Business, wie es vielleicht ein Jahr früher oder ein paar Jahre später wieder mal ist oder so. Also in allem gibt es ein Auf und Ab. Insgesamt würde ich denken, dass das Zubehör
wahrscheinlich doch das beste Business ist, weil mit den Tieren hat man natürlich wahnsinnig viel Arbeit, die zu versorgen, die zu pflegen. Ich glaube, wenn wir einen Strich drunter machen oder wenn man das genau ausrechnen würde, aber ich bin nicht so der Statistiker, muss ich zugeben, aber ich glaube, wenn man es ausrechnen würde, kommt wahrscheinlich beim Zubehör am meisten raus. Dann könnte man sagen, na komm, lassen wir die Tiere weg, machen wir nur Zubehör. Das denke ich wäre auch nichts, weil wir wollen ja auch Fachleute sein oder das Zubehör, das wir verkaufen, da stehen wir ja dahinter, weil es gut ist, weil wir das selber verwenden. Würden wir keine Tiere halten, züchten, haben, dann wären wir mit der Zeit vielleicht gar keine Fachleute mehr, die hätten einfach das Zubehör verkaufen, ob es was taugt oder nicht, und das wäre ja dann auch nichts. Black Mamba Freak fragt, die Frage ist vielleicht etwas abstrakt, aber würde sich deiner Meinung nach Genmanipulation im Reptilienhandel gut machen? Ich meine keine Farbmorphen oder Hybridenzuchten, sondern künstlich eingesetzte Gene, wodurch das Tier zum Beispiel leuchten kann. In Klammer gibt es ja schon in der Forschung. Ich denke, in der Genmanipulation, wenn, dann wird es noch einige Jahre bis Jahrzehnte gehen, bis die Genmanipulation sich den Reptilien annimmt, weil da sind wir sicherlich zu unwichtig. Andererseits finde ich das auch ganz gut, weil ich persönlich möchte eigentlich nichts damit zu tun haben. Ich fände es Quatsch und ich glaube oder hoffe, ich würde das auch nicht unterstützen, irgendwelche genmanipulierten Tiere. Um ganz ehrlich zu sein, finde ich es jetzt schon schade. Früher hatte man ja die Heteroreptilien und Possible Hetero, was heißt früher, die hat man jetzt noch. Mittlerweile gibt es ja Tests über Genanalysen, um herauszufinden, ist das Tier nur Possible Hetero oder ist tatsächlich hetero, also besitzt die Erbanlage für als Beispiel Sunset oder für irgendwas Teures. Kann man mittlerweile anhand der Haut testen lassen. Also ich habe ein Tier, das ist Possible Hetero, ich schicke die Haut ein. Das Institut sagt mir, jawohl, das Tier hat die Erbanlage für Sunset, also ist es Hetero-Sunset. Selbst sowas finde ich eigentlich ein bisschen schade, das erleichtert uns natürlich die Zucht, aber ich fand es früher spannender, wo so Sachen nicht möglich waren, und Dinge, die da drüber rausgehen, finde ich erst recht nicht gut. Seal Air. Hallo Stefan, wie sieht es bezüglich neuen Schlangenarten in der Terroristik aus? Es gibt ja so viele wunderschöne tropische Nattern, die in Klammer noch nicht gehalten werden. Auch neu entdeckte Arten. Wäre unter Umständen auch für den Arterhalt interessant. Ja, Seal Air. Letzter Satz für den Arterhalt, also wenn sie ganz neu sind, ja, mag sein, wenn die Biotope zerstört werden, wenn die dann in der Terroristik kommen, wäre es natürlich Arterhaltung, hast du recht. Insgesamt, klar, neue Arten sind immer interessant. Es gibt, glaube ich, gerade auch die letzten Jahre, also ich glaube, die Zeit, wo jeder nur Königspythons gezüchtet hat und Kornattern und vielleicht noch Boas, die Zeit ist definitiv vorbei. Man merkt, dass die Terroristik wieder viel breiter aufgestellt ist und eben es neue oder neuere Arten gibt oder unbekanntere Arten. Vielleicht Beispiel Pfeilennatter, um eine Art zu nennen, oder die Tricolor Hognose, wo jetzt auch ab und zu angeboten werden. Also da gibt es ein paar Sachen, oder auch im Echsenbereich gibt es echt schöne, neue, interessante Sachen. Also ich glaube, du hast bestimmt recht, neue Sachen bereichern unser Hobby, und ich glaube, dass die Terrarianer da auch wirklich ein Auge drauf haben. Ein wichtiger Punkt ist ja immer, was fressen die Tiere, ne? Ich glaube, so die schönen, spektakulären Arten, die auch gut zu halten sind, oder habe ich zumindest die letzten Jahre immer, dachte ich immer, die wären schon alle in der Terroristik. Aber es ist tatsächlich so, dass schon noch ein paar neue Arten reinkommen, ist definitiv so. Und klar, ich finde es eine coole Sache und hoffe, dass noch mehr neue Arten oder für die Terroristik entdeckt werden, sozusagen. Also sei es, dass es schon gibt und man entdeckt sie auch, tolles Terrarientier, oder womöglich neu entdeckt werden und dann natürlich auch in der Terroristik gehalten und gezüchtet werden. Das Drachennest. Ab wann muss eine Reptilienzucht beim Finanzamt angemeldet werden? Also ich bin kein Jurist oder Steuerberater, der es ganz genau beantworten kann, beziehungsweise ich glaube auch der Jurist und Steuerberater kann es nicht ganz genau beantworten. In Deutschland ist ja so, alles was unter Hobby fällt,
nicht alles, was unter Hobby fällt, ne, auch vielleicht falsch ausgedrückt, also Dinge, die unter Hobby fallen und der Umsatz in beschränktem Rahmen ist das okay. Ne? Also wenn jetzt einer irgendwelche Motorräder bastelt und herrichtet und das Motorrad dann irgendwann mal für 5.000 oder 10.000 Euro verkauft, wo er jahrelang dran gebastelt hat und Zeit und Geld reingesteckt hat, kommt auch kein Finanzamt. Ich glaube, in der Reptilienzucht ist es ähnlich, wenn man aufrechnet, naja, wir füttern die Tiere, wir haben den Strom und dann habe ich tatsächlich im Jahr mal einen Wurf Babys und selbst der Wurf Babys kostet, jetzt sage ich mal, ein paar tausend Euro. Wenn man dann wieder den Strom und alles dagegen rechnet, dann werden aus den paar tausend Euro schnell nur noch ein paar hundert Euro oder vielleicht auch 1.000 Euro Gewinn. Das sind Beträge, wo sicherlich noch kein Finanzamt hinterhersteigt. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf hier in die Kamera, aber ich sage es trotzdem. Manchmal ist es im Leben so, man sollte auch nicht unbedingt schlafende Hunde wecken. Also wenn ihr Reptilien züchtet und wirklich, so wie ich es gerade gesagt habe, im Jahr ein paar tausend Euro Verkauf erzielt, ja, wie gesagt, der gegengerechnet Futterkosten, Strom und so weiter, dann würde ich nicht unbedingt zum Finanzamt gehen und sagen, ja guck mal, ich habe hier ein paar tausend Euro verkauft, was muss ich machen? Ich könnte mir vorstellen, der Finanzbeamte, der kann ja dann natürlich auch schlecht sagen, ach komm, lass mich in Ruhe, mach was du willst, sondern der muss ja dann handeln und sagen, naja, dann melde es als Gewerbe an, weil er gar nicht anders kann, obwohl er sich denkt, oh je, jetzt haben wir noch mehr Arbeit am Hals und unterm Strich kommt gar nichts bei raus. Von daher würde ich das in eurem eigenen Ermessen lassen, auf Grundlage von dem, was ich gerade gesagt habe, ja. Geld und Zeit, was ihr investiert, was hinterher rauskommt. Und wenn sich das nicht um die Beträge 10.000 Euro aufwärts Gewinn im Jahr handelt, dann wäre es bestimmt, dann denke ich, sollte dort zum Finanzamt gehen oder sollte das anmelden oder mit dem Steuerberater sprechen. Aber wenn dem nicht der Fall ist, würde ich das unter Hobby verbuchen und dabei belassen. Der Tim Eisner. Hallo Stefan, siehst du das Business Terroristik und den Schlangenverkauf als stabilen oder als volatilen Markt? Wo denkst du, wird es sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren hinbewegen? Und wie lange hast du vor, das Ganze noch zu betreiben? Ist ja sicher schwer, in dem Bereich einen geeigneten Nachfolger zu finden. Danke für deine Einblicke, sehr transparent. Tim, ja, volatil. Nochmal zur Erklärung, das sind so die Märkte mit wahnsinnigem Auf und Ab. Ich glaube, das ist es sicherlich nicht, Terroristik. Klar gibt es immer Höhen und Tiefen und es gibt Boomzeiten und es gibt Zeiten, wo das ein bisschen langsamer läuft. Das wird man in jedem Business so haben. Aber ich glaube, dass es schon ein relativ stabiler Markt im Großen und Ganzen ist. Ich glaube auch, da wird sich die nächsten 10 Jahre nicht wahnsinnig viel dran ändern. Auch in 10 Jahren wird es die Terroristik hoffentlich noch geben. Ich hoffe, dass die Gesetzgebung und was Heimtierhaltung betrifft, vor allem uns da nicht einen Strich durch die Rechnung macht. Aber ich bin da optimistisch eingestellt. Von dem her erwarte ich da ja, ein relativ stagnierendes, auf gutem Level stagnierendes Business. Betreffs Nachfolge. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass ich stolzer Vater von 5 Kindern bin. 2 schon relativ groß, die haben andere Berufe, die werden es vermutlich hier nicht übernehmen. 3, die sind noch mehr oder weniger klein, beziehungsweise einer von den 3, ich glaube sogar schon größer wie ich, weiß nicht. Aber da ist durchaus auch Interesse da, das Business mal zu übernehmen. Wenn die das wollen, dann dürfen die das gern machen. Und wenn die das nicht wollen, dann brauchen die das auch nicht machen. Dann schließe ich das Ding zu oder gucke, ob ich es irgendwie fremdverkauft kriege oder irgendwas. Aber ich glaube, ich mag mein Geschäft ganz gern. Aber die Welt wird auch ohne M&S-Reptilien leben können. Deswegen den Laden irgendwann zuzuschließen, würde mir auch nicht das Herz brechen. Von dem her bin ich da völlig gechillt, was das betrifft. Das war die heutige Frage Stefan, Thema Business. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr vielleicht noch Fragen dazu habt, gut,
müssen wir gucken, wie weit wir, also wir können jetzt vermutlich nicht noch zig Fragen unten drunter beantworten, dann lieber bei der nächsten Frage, Stefan, vielleicht. Aber wenn ihr Anmerkungen dazu habt oder vielleicht auch Diskussionsthema also Diskussion ist immer gut, da kann man mich auch ein wenig reizen in der Diskussion. Dann, wie gesagt, gerne in die Kommentare reinmachen. Kanal abonnieren, Glocke anmachen, dann seht ihr immer, wenn eine neue Folge rauskommt. Und ansonsten bleibt mir treu und checkt das Reptilien-Business.